Hallo, mein Name ist Ingo Suchanek. Ich bin Sachverständiger seit 23 Jahren. Heute möchte ich ein bisschen was dazu erklären, was ein Sachverständiger macht, was er für Aufgaben hat, was er versucht und wie er versucht zu helfen während der Bauphase. Ich würde ganz gerne kurz erklären, wie man das tatsächlich auf der Baustelle versucht auf den Weg zu bringen. Wie sinnvoll ist es, einen Sachverständigen mit einzuladen zu einem Termin. Es muss nicht immer unbedingt ein Sachverständiger bei jedem Termin dabei sein. Es muss auch nicht unbedingt einer das Bauvorhaben begleiten. Es kann auch sein, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn man eine vertrauenswürdige Partnerschaft mit einem Unternehmen eingeht, wenn man keine schlechten Antworten bekommt und immer ein offenes Ohr bekommt, gibt es auch keine Streitigkeiten. Und dann kann man sehr, sehr gut mit jedem Unternehmen kooperieren und ein wunderschönes Haus bauen. Hallo, mein Name ist Simon Suchanek. Ich bin Architekturstudent und ich versuche somit halt auch dann mal die Aspekte eines Architekten oder Architekturstudentens auch noch mit hineinzubringen und vielleicht auch dann später natürlich noch die persönlichen Bezüge zu diesem Gebäude hier auch noch irgendwie, die Planungsphasen, die ersten Entwürfe, die ich mit entwickelt habe in Zusammenarbeit mit dem Bauherren, die auch noch mit einzubringen und somit halt dem Gebäude noch eine kleine persönliche Note auch noch dann zu geben und auch zu zeigen, wie interessant es aus der Sicht eines Architekten auch sein kann, auch mal die Sicht eines Bausachverständigen auch zu bekommen und in welchen Phasen man diesen auch gebrauchen kann. In dem Zusammenhang haben wir bei diesem Objekt hier gemeinsam daran gearbeitet, die individuellen Ideen, Wünsche, auch sehr, sehr spezielle eigene Perspektiven und sehr dezidierte Planungen zu übernehmen, um einen Wohnraum zu schaffen, einen Lebensraum zu schaffen für einen ganz individuellen Menschen. Hier in diesem Fall sind wir relativ früh an dieses Thema herangegangen. Es sind sogar Möbel ausgemessen worden, nach denen alle Räume konzipiert worden sind. Die Aufgabe vom Simon Suchanek war an dieser Stelle, die Sachen zeichnerisch darzustellen, alle Sachen aufzumessen, alles zusammen in diese Räume zu packen, aber dennoch ausreichend Verkehrswege dazwischen zu schaffen. Wie viele Fahrräder hat der Bauherr? Die Fahrräder müssen alle in die Garage reinpassen, nachdem auch ein Auto Platz gefunden hat. Ein Batteriespeicher muss da rein, weil wir eine wunderbare PV-Anlage auf dem Gebäude platziert haben. Was für ein Parkett muss ausgesucht werden? All diese Sachen, beginnend von Raumbuch bis tatsächlicher Ausführung und Umsetzung der Fliesen, der Beschriftungen in den Räumen, der Beleuchtung der Räume, der zukünftigen eventuellen Behinderung einer Person, die also an den Rollstuhl gefesselt ist. Wie schaffe ich das in einem zweigeschossigen Gebäude, genau diese ganzen Aspekte einzubauen? Wo setze ich einen Abstellraum hin? In diesem Abstellraum haben wir in diesem Gebäude zum Beispiel eine Vorrüstung für einen Aufzug geschaffen, der dann auf der oberen Etage wieder ankommt. Wir haben direkt Platz für Pflegeräume und für Pflegemitarbeiter geschaffen, sodass wir eine höchstmögliche Flexibilität in diesem Gebäude gewährleisten können. Somit sieht man eigentlich jetzt auch bei dem Gebäude, dass es ja ein persönliches Anliegen war, größtmöglich die individuellen Wege dieses Bauherren halt auf den Weg zu bringen in der Planung. Und dabei war es natürlich auch super wichtig, jemanden zu finden, der dieses Haus mit weiterplant, baut und umsetzt. Es war auf jeden Fall auch sehr wichtig, hierbei auch jemanden zu finden, der alles auch berücksichtigen kann und das auch nachher so umsetzen zu können. Ja, tatsächlich ist es so, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wird dieses Gebäude massiv gebaut, wird dieses Gebäude leicht gebaut? Wie kann man nachhaltig ein derartiges Gebäude auf den Weg bringen? Und ja, dann sind wir relativ schnell dazu gekommen, dass es eine Leichtbauweise werden soll. Ein aus Holz gebautes Gebäude wegen der Nachhaltigkeit sein soll. Und dann stellt man sich die Frage, wie soll dieses Objekt denn atmen? Wie wir Menschen atmen? Also müssen wir uns Gedanken über Dampfdiffusionsverhalten machen. Und da sind wir dann relativ zügig auf einen Partner gestoßen, der ein dampfdiffusionsoffenes Wandsystem schafft, der regional
vor Ort ist. Daher kam Lot ganz schnell ins Spiel, die Flexibilität im Bereich der Planung. Wir konnten die Planungsunterlagen, die wir vorbereitet haben, sehr, sehr gut über eine Schnittstelle an Lot weitergeben. Dort wurde dementsprechend fachlich weiter daran gearbeitet, einen Bauantrag auf den Weg zu bringen. Wir wurden noch weitergebildet in der Thematik, wie nachhaltig können wir dieses Gebäude noch schaffen, wie können wir es mit Strom, mit eigenem Strom, mit einer PV-Anlage versorgen, mit einem Batteriespeicher versorgen, wie können wir noch optimaler Warmwasser generieren. All diese Sachen haben wir hier als leistungsstarken Partner in Lot gefunden. Und jetzt ja, zu guter Letzt, wir sitzen hier auf einer wunderbaren Terrasse mit einem Bambusfußboden. Also selbst der letzte Fußboden, den wir geschaffen haben im Außenbereich, wurde nachhaltig geschaffen. Ja, wie bin ich hier zu diesem wunderbaren Projekt hinzugerufen worden? Den Bauherrn kenne ich relativ lange schon und dadurch, dass der Bauherr sehr, sehr stark beruflich eingebunden ist, habe ich einige vertrauenswürdige Aufgaben hier übernommen. So ist der Sachverständige in diesem Projekt dazugekommen. Das war keine Misstrauenssituation, die hier vorgefunden worden ist. So, und dann habe ich während der Bauphase mich immer wieder darum gekümmert, was für Fragen beantwortet werden mussten, technischer Natur. Die Auswahl der Baustoffe und der Materialien hat der Bauherr tatsächlich selber gemacht. Und einen Ortstermin, den haben wir hier relativ entspannt auf den Weg gebracht. Üblicherweise geht man verschiedenartig vor. Man hat einen Bauablaufplan und nach dem Bauablaufplan, wenn ich ein Gebäude mit einem Keller habe, kontrolliert man, bevor das Gebäude die Wärmedämmschicht bekommt, also nachdem die Abdichtung aufgebracht worden ist. Sinnvollerweise kommt dann der Edelrohbau nachher als Prüfsegment dazu. Beim Edelrohbau sollten die Fenster auch schon mit eingebaut worden sein, so dass man also alle Fensteranschlüsse sehen kann und währenddessen natürlich auch noch die Wandaufbauten erkennen kann. Danach kommt die Kontrolle, nachdem die Fußbodenheizung verlegt worden ist, bevor die mit Estrich bedeckt wird. Danach wird die Abdichtung im Badezimmer nochmal kontrolliert, bevor die Fliesen dort platziert werden. Und zu guter Letzt oder vorletzt, wie man es auch gerne möchte, wird eine Vorabnahme und eine Übergabe tatsächlich durchgeführt. Wie sehen diese Termine aus? Wie bereitet man sich als Sachverständiger auf diese Termine vor? Wie geht ein Sachverständiger in diesen Terminen vor? Das ist relativ einfach. Ich habe ursprünglich mal angefangen mit einem Multiple-Choice-Verfahren, habe Blätter gehabt, nach denen ich das Gebäude betrachte. Ähnlich wie große Prüfanstalten in der Bundesrepublik, die weit bekannt sind. Dann habe ich aber gemerkt, das ist nicht individuell. Jedes Haus ist individuell. Jedes Haus hat seine Besonderheit. Und ich nenne das heute Fühlen. Ich gehe in das Haus rein und ich fühle dieses Haus. Ich schaue mir das Haus in aller Ruhe an. Und dann ist es auch egal, in welcher Etage ich anfange. Wir haben ja gar keinen Weg, den wir gehen müssen, sondern wir wissen, wir schauen uns das gesamte Gebäude an. Und dann wir spazieren quasi, entspannt durch dieses Gebäude und meine Augen fliegen in alle Ecken und so funktionieren eigentlich die fruchtbarsten Termine. Man unterhält sich währenddessen, man macht sich Gedanken dazu. Wie sieht das Gebäude aus? Wie sieht die Wand aus? Wie sieht der Putz aus? Wie sieht der Estrich aus? Wie sehen die Heizkreisverteilerkästen aus? Wie sieht der Sicherungskasten aus? All diese ganzen Geschichten sieht man, während man in aller Ruhe durchgeht und alles bespricht. Müssen wir immer einen Bericht haben? Nein, wir müssen nicht immer einen Bericht haben. Wir können das direkt im Ortstermin besprechen. Ich halte es für eine der wichtigsten Übungen überhaupt, die Kommunikation zu betreiben. Nichts ist ärgerlicher, nichts ist nervenaufreibender, nichts ist streitbarer als ein Bericht. Also es ist doch super, wenn alle wichtigen Personen direkt im Ortstermin dabei sind und wir alle Probleme besprechen und wir sofort einen Lösungsansatz dafür finden, damit wir das Resultat und das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Dann würde ich sagen, schauen wir es uns doch mal an und gehen mal durchs Werk. Hier ist der Bereich des Büros oder der Arbeitsfläche. Unser zukünftiger Aufzugsbereich. Aber sehen, wie wunderbar man Technik auch verpacken kann.